90 Terahash, 1674 Watt Stromverbrauch und eine Effizienz von 18,6 Joule pro Terahash. Klingt erstmal nicht so super wild und spannend, oder? Das ist der neue Canaan Avalon Q und den werden wir testen. Und ich würde sagen, herzlich willkommen bei CryptoHall24. Ich bin Frederik. Let's go! Der Avalon Q ist tatsächlich kein Standard Bitcoin ASIC Miner. Der Avalon Q ist entworfen worden von Canaan für das Bitcoin Mining zu Hause. Und das Problem beim ASIC Mining ist ja normalerweise, die Dinger sind sehr laut, erzeugen super viel Hitze und sind gar nicht so einfach so zu Hause zu integrieren. Wie gesagt, das Ding ist so laut, also ein normaler ASIC Miner ist so laut wie ein Staubsauger. Und das ist tatsächlich die Lösung hier. Und das Coole an dem Ding ist, mit dem Stromverbrauch kann man tatsächlich auch eine Heizung ersetzen. Ja, ich meine, die Wärme, die hier erzeugt wird durch das Ding, genau das gleiche wie bei einer Stromheizung. Hier in den Miner geht Strom rein, Wärme kommt wieder raus. Nur das Spannende ist, dass hier zwischengeschaltet noch ein paar Satoshis erzeugt werden. Also man meint damit aktiv Bitcoin. Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange rum, sondern wir packen das Ding aus, gucken uns den Miner an und dann zeige ich euch, ja, was ich von dem Ding halte. Also wir packen das Gerät mal aus. Es ist so, wenn ihr so einen Miner bei uns erwerbt, dann kommt der quasi genau so bei euch an per DHL Express. Und dann, Moment, haben wir jetzt hier den Apple-Moment. So, und das hier ist die Verpackung. Ich finde, Canaan hat sich da natürlich ein bisschen an Apple orientiert, dass das Ganze schön und gut aussieht. So, im Lieferumfang ist hier wirklich erstmal alles enthalten. Hier sind Klebepads für den Untergrund dabei. Der WLAN-Receiver ist ja auch mit dabei, Anleitung und so weiter. Dann kommt das im Komplettpaket. Mal den Miner raus. So. Man sieht, der ist vom Format her anders als so ein klassischer ASIC Miner. Die klassischen ASIC Miner haben ja mehr so eine Form wie so ein alter Stand-PC. Die hier sind so ein bisschen im Hochkant-Format. Moment. Das Ganze ist natürlich so entwickelt worden, dass das zu Hause, auch wenn man das Ding irgendwie im Wohnzimmer stehen hat oder im Büro oder wo auch immer, schöner aussieht. So, ja, hier haben wir das gute Stück. Sieht wie gesagt erstmal sehr schön aus, wie ein moderner Standcomputer. Kann auch gar nicht so viel dazu sagen eigentlich jetzt. Wie gesagt, Leistung 90 Terahash, was halt spannend ist. Die Kühlung ist hier integriert. Das Gerät ist extrem leiser. So, hier ist jetzt der USB-Stick für das WLAN mit dabei. Und hier ist nochmal von 3M so Anti-Rutsch-Pads mit dabei. Die können unter das Gerät geklebt werden. Braucht man jetzt nicht dran machen, kann man machen. Genau, eine Anleitung ist auch noch mit dabei im Zubehör. Wir können ja mal das Ganze auf Deutsch hier aufmachen. Da kann man sich hier noch mal anschauen, was für Knöpfe und Bedienelemente dabei sind. Hier ist noch ein QR-Code, der kann gescannt werden, um sich die Avalon Family App runterzuladen. Die brauchen wir, um dann hinterher den Miner einzurichten. Können das auch über den Computer machen. Ich zeige es aber euch heute aber über die App. Das ist ein bisschen einfacher. Bevor wir das Gerät jetzt testen, einmal ganz kurz zum Lieferumfang. Ihr findet das Stromkabel, das wird mitgeliefert. Das hat einen C19-Anschluss. Ist also kein klassischer Kaltgerätestecker, sondern wie gesagt, die C19er, die sind eigentlich relativ typisch im Mining-Bereich. Dann haben wir noch eine kleine Antenne mit dabei für das WLAN. Ihr könnt den Q über ein LAN-Kabel betreiben, aber auch über WLAN. Ich würde halt zu Hause sagen, es ist schon entspannter, einfach das Gerät über WLAN zu nutzen. Wie gesagt, kann man machen, wie man möchte. Ansonsten ist hier noch im Lieferumfang von 3M, das sind so Rutschstopper, die man unter das Gerät machen kann. Keine Ahnung, kann man sicher dran machen, wenn man das möchte, halte ich nicht unbedingt für notwendig. Und ich würde sagen, wir machen die Maschine direkt einmal an. Was ihr machen müsst, um das Gerät einzurichten, gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, das Gerät ist mit dem LAN-Kabel verbunden und ihr macht das Ganze über den Browser, über die IP-Adresse und greift auf das Interface zu. Oder aber ihr nutzt eben das WLAN, die WLAN-Antenne hier und verbindet dann über die Avalon Family App das Gerät und könnt den Miner dann über die App einrichten. Das ist natürlich auch super entspannt. Ich würde sagen, wir gehen heute mal den Weg der App, weil das am einfachsten und unkompliziertesten ist. Man braucht am wenigsten technisches Background-Wissen. Ja,
sagen, wir starten. Und um das Gerät zu starten, einfach Stromkabel in die Maschine stecken, hier den Anschalter drücken und das Gerät startet auch schon. Wie gesagt, hört mal hin. Es ist wirklich extrem leise. Gut, das ist ja gerade sogar in den Standby-Modus gegangen, weil keine Pooldaten hinterlegt sind. Ohne die Pooldaten, das sind für die sich mit Mining noch gar nicht auskennen, das sind quasi die Wallet-Daten. Wenn die hier nicht hinterlegt sind, kann das Gerät auch nicht aktiv werden und dementsprechend ist es jetzt gerade in den Standby-Modus gegangen. Deswegen, wir verbinden jetzt über die Avalon-App die Maschine, packen die Daten drauf und dann sollte das Gerät auch schon loslegen. Okay, Avalon Family App ist runtergeladen. Wir starten die. Ich habe mir jetzt hier schon einen Account gemacht. Den müsst ihr euch natürlich neu erstellen. Geht super einfach und unkompliziert. So, jetzt sind wir auch schon da und jetzt haben wir hier noch keinen Miner hinzugefügt. Und um den Q jetzt hinzuzufügen, gehen wir einfach auf Add, suchen hier über Bluetooth. Es kann sein, dass ihr das freigeben müsst und hier wird auch schon einer angezeigt. Da das hier der einzige ist bei uns im Office, wird das auch das richtige Gerät sein. Und wir verbinden uns jetzt hier mit der Maschine. Jetzt müssen wir das Gerät mit dem WLAN verbinden und zwar einmal bei euch nach den Netzwerken gucken. So, wir gehen hier in die Fritzbox rein. Das Passwort gebe ich einmal ganz kurz ein, Sekunde. WLAN-Passwort eingegeben. Wir verbinden uns jetzt hier mit dem Router. So, die Maschine ist jetzt verbunden. Jetzt können wir auch hier ganz gut das Gerät sehen, hier mit einem schönen Foto. Man muss sagen, die App von Avalon bzw. von Canaan ist wirklich ziemlich schön und einfach und intuitiv aufgebaut. Normalerweise ist es so im Mining-Markt, um Geräte einzurichten, wenn man das noch nie gemacht hat, muss man sich erstmal mit ein bisschen beschäftigen, um zu gucken, wie das überhaupt geht. Hier ist es halt einfach wirklich, ich sag mal, massentauglich gemacht. Ja, jeder kann das bedienen. Wir können hier auf den Miner gehen, wir können den dann mit dem WLAN verbinden, wie wir das gemacht haben und können dort alle möglichen Daten einstellen. Ich würde sagen, ich gebe jetzt einmal meine Pooldaten ein. Was Pooldaten sind, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das habe ich bestimmt mal in einem anderen Video gesagt. Ansonsten, wenn ihr das rausfinden wollt, könnt ihr auch immer bei uns auf der Webseite gucken. Und dann starten wir mal das Gerät. Also, um das Gerät in Betrieb zu nehmen, müssen wir zwei Sachen machen. Und zwar erstens, wir haben hier das Gerät ja in unserer Auswahl, gehen drauf und müssen, wenn wir das Gerät das erste Mal verbunden haben, in den Einstellungen das Passwort neu vergeben. Beim allerersten Mal steht da initial Admin, also das Passwort ist Admin. Das könnt ihr dann zu was anderem umspeichern. Ich habe beispielsweise jetzt hier das Passwort 12345678 genommen. Schön passend sicher zum CryptoSpace, wie man auch die Passwörter vergeben sollte. Man muss halt sagen, wenn so eine Maschine mal gekapert werden sollte, ist das nicht so dramatisch, weil hier ist nicht euer Wallet drauf, hier ist nichts drauf. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass jemand deine Pooldaten runtermacht und seine Pooldaten drauf macht und dann hätte man halt eben keine Mining Rewards, was dann hoffentlich schnell auffallen würde. Genau. Und im zweiten Step müssen wir dann den Mining Pool verbinden. Ja? Ich nehme jetzt hier via BTC. Mit via BTC haben wir in der Vergangenheit immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Ansonsten können wir NiceHash auch gut empfehlen. So, ich gebe einmal die Pooldaten ein jetzt hier. Sekunde. So, jetzt sind die Pooldaten eingestellt und das Gerät sollte sich neu starten. Und ihr könnt es wahrscheinlich auch hören, wenn das Mikrofon das nicht rausfiltert. Die Maschine fährt gerade hoch und fängt an zu starten. Ganz kurz nur, wenn wir jetzt hier die Pooldaten eingegeben haben, ihr könnt auch noch 2 Backup-Pools einstellen. Das heißt, wenn der Pool hier mal ausfallen sollte, kann man auch hier noch einen zweiten Backup-Pool bzw. noch einen Backup-Pool aktivieren. Brauchen wir nicht. Normalerweise haben die Mining-Pools eine Uptime von 99,999%. Genau, gebt die Pooldaten hier dann ein, die gewünschten, geh auf Save und das müsste die Maschine dann neu starten. Moment, eben noch das Gerätepasswort auswählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, und jetzt fährt die Maschine neu hoch. Man hört es auch schon. Und während der Avalon Q jetzt startet, würde ich sagen, wir gehen einmal ganz kurz auf die Wirtschaftsdaten ein, weil so ein Ding soll ja auch ein paar Bitcoins verdienen. Und jetzt muss man sagen, wir haben heute den 21.05.2026. Der Bitcoin müsste sein bei, ich glaube, 78.000 US-Dollar heute. Und die Mining-Profitabilität ist aktuell relativ gering. Wie gesagt, sind viele Miner oder viel Hashrate dazugekommen. Und der Bitcoin-Preis ist gefallen. So. Und wir gehen mal jetzt hier
in den Kalkulator rein und aktuell macht so ein Avalon Q mit 90 Terahash 2,80 € am Tag. Davon gehen natürlich noch die Stromkosten runter. Je nachdem, was für Stromkosten man hat, hat man dann einen Abzugbetrag und man macht mit dem Ding aktuell ungefähr 1000 € Umsatz im Jahr bei aktuellen Difficulties, Hashrates und so weiter und so fort. Man muss halt sagen, das Ding ist, oder der Avalon Q ist für das Home Mining konzipiert worden und nicht für den Container. Das ist jetzt nicht eine hypereffiziente, leistungsstarke ASIC-Maschine, die jetzt wirklich nur für maximale Profitabilität gebaut worden ist. Ich meine, der Avalon Q ist ein ultra cooles Spielzeug für zu Hause. Man kann beim Doppelkopftisch bei den Freunden flexen, dass man Bitcoin-Mining zu Hause betreibt. Man kann das Ding jetzt zum Heizen nutzen. Und das ist eigentlich der primäre Hintergrund von dem Ganzen. Wie gesagt, normales Bitcoin-Mining-Gerät zu Hause eigentlich eher kaum möglich. Vielleicht im Keller mit einem Abluftsystem und so weiter, wenn das machbar ist. Aber in einer Mietswohnung beispielsweise kann ASIC-Miner einfach nicht vernünftig betrieben werden. Genau. Das heißt, das Schätzchen hier, Use Case ist auf jeden Fall Spielerei zu Hause und vielleicht ein bisschen effizient den PV-Strom verwerten, der da ist, anstatt den ins Netz einzuspeisen. Für wenig Geld da lieber ein paar Satoshis rausholen. So, und jetzt sieht man hier, dass die Maschine angefangen hat zu minen. Aktuell macht der Q 64,45 Terahash. Das sollte gleich ein bisschen nach oben gehen. Ich bin nämlich hier gerade im Super Work Mode. Da verbraucht er den vollen Strom, benötigt er den vollen Strombedarf von ungefähr 1,7 kW ungefähr gerundet. Die verbrauchen in der Regel immer ein bisschen mehr die Miner, als der Hersteller angibt. Auf jeden Fall, hier können wir noch in einen Standardmodus gehen. Dann verbraucht er weniger Strom und wir können in den Eco-Modus gehen. Da verbraucht er am wenigsten Strom. Ich glaube im Eco-Modus, jetzt muss ich einmal kurz auf meinen Spickzettel gucken, macht der Miner 55 Terahash bei 875 Watt. Im Standardmodus sind es ca. 80 Terahash bei 1450 Watt. Und wie gesagt, im Supermodus bei 90 Terahash sind es dann die 1674 Watt vom Hersteller angegeben worden sind. Was man halt beachten muss, die 1700 Watt sind quasi pure Wärme, die auch eine normale Elektroheizung abgeben würde. Ja? Das heißt, wenn man jetzt hier so ein kleines Büro hat oder einen kleinen Raum, wenn der hier die ganze Zeit durchläuft, der Miner, dann ist es hier irgendwann kochend heiß drin. Das ist, wie gesagt, wie eine Elektroheizung. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen der Use Case des Qs, die Wärme, die entsteht, zum Heizen zu nutzen. Eine Stromheizung funktioniert im Prinzip ähnlich, nur dass hier halt eben nicht der Strom in Heizstäbe reinläuft, sondern in ASIC-Chips. Die ASIC-Chips konvertieren den Strom quasi mit Rechenleistung auch zu Wärme um. Genau, will das hier nicht zu technisch werden. Ja. Aber dafür, wie gesagt, ist der Avalon Q ja genau gemacht. Und was wirklich einzigartig ist bei dem Gerät für die Leistung und auch für den Stromverbrauch, hört nur her. Man hört wirklich so gut wie gar nichts. Also das Lüftergeräusch ist ungefähr genauso laut wie ein Kühlschrank, der gerade irgendwie im Standby läuft. Und das ist halt wirklich absolut einzigartig und home-tauglich. Normalerweise gab es ja mal so kleinere Miner, beispielsweise von Ice River für Caspar. Die KS0, die hatten so ein Metallgehäuse, auch waren klein, die waren auch nicht so laut. Aber hier so eine große Maschine mit der Lautstärke ist wirklich schon super. So, ich habe den Q jetzt gerade nochmal in den Super-Modus gepackt. Jetzt wird mehr Strom bezogen, das heißt mehr Terahash, aber auch mehr Stromverbrauch. Jetzt wird der Lüfter so ein bisschen lauter, aber wirklich auch immer noch so, dass man sagen kann, das ist absolut heimtauglich. Vielleicht jetzt nicht unbedingt auf Nachttischschränkchen neben das Bett stellen, ich glaube, das wäre jetzt nicht ganz so gemütlich. Aber wie gesagt, irgendwo in der Ecke im Wohnzimmer oder, weiß ich nicht, in der Gartenlaube oder überall, wo man ansonsten ein bisschen Wärme braucht, kann man die super betreiben. Was hier übrigens cool ist, was ich euch nochmal zeigen wollte in der App, wir können hier den Raum auswählen, wo das Ganze steht. Beispielsweise der meiner ist jetzt bei uns im Office. Wir können dem Gerät auch einen Namen geben, beispielsweise Q Office. Ups. So, und dann sehen wir auch direkt in der Übersicht, das ist der Q Office. Der ist gerade im Supermodus und hasht bei 84,72 Terahash.
sollte noch ein bisschen mehr werden. Und da kann man sich hier das Ganze auch nach den Räumen anschauen. So, hier bei uns im Büro, im Office, ist dann der Q-Office, der am Laufen ist. Man muss halt sagen, hier kann man das Ganze wirklich unfassbar unkompliziert und einfach einrichten. Wie gesagt, absolut beginnertauglich. Also jeder, der mal irgendwie mit dem ASIC Mining anfangen möchte und einfach mal so ein bisschen Erfahrungswerte sammeln möchte. Der Q ist das perfekte Gerät. Vielleicht könnt ihr euch so ein Teil auch einfach mal gebraucht bei Kleinanzeigen kaufen. Einfach nur, um an den Start zu kommen. Ihr könnt das natürlich auch bei uns bei CryptoHole24 günstig erwerben. Wir helfen euch auch gerne nochmal mit der Einrichtung, wenn ihr da Fragen haben solltet. So, abschließend muss man natürlich sagen, man wird mit dem Avalon Q nicht reich werden, aber es ist eine super coole Spielerei, macht super Spaß. Ich finde, das Gerät ist sehr hochwertig verarbeitet, sieht schön aus. Ich muss fairerweise sagen, wir haben noch keine Langzeitstudie damit gemacht, wir haben das Gerät gerade erst in Betrieb genommen. Aber was ich so sehe, so von der Aufmachung her, von der Materialgüte und von der Verarbeitung, ist das ordentlich. Wir haben in der Vergangenheit ausschließlich positive Erfahrungen, oder nicht ausschließlich, aber fast eher nur positive Erfahrungen mit Canon gemacht. Und ja, würde sagen, wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr den Miner haben wollt, könnt ihr euch gerne jederzeit melden. Ihr könnt bei uns in Hamm vorbeikommen, Hamm in Nordrhein-Westfalen. Ihr könnt uns eine Anfrage über die Webseite schicken und ja, ich freue mich jetzt auf euer Feedback. Bis dann.